Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute geht es um den zweiten Teil des Snack-Videos. Also beim ersten Mal kam es auch gut an und viele wollten, dass ich auch halt noch weitere Snacks aus Japan vorstelle. Und da kommt es jetzt. Und wir fangen jetzt mit dem beliebten Bakauke an. Bei Bakauke handelt es sich um einen Reiscracker in Halbmondform. Und der Originalgeschmack vom Bakauke ist dann Aonori Shoyu. Also sprich dann Nori, also Seetang, getrocknet, mit Sojasauce. Nori kennt ihr vom Sushi oder von Onigiri. Das grüne Ding, was so wie aussieht wie ein Papier. Und das wurde dann zerpulvert und hier reingemixt. Und wie das aussieht, seht ihr hier. Natürlich sehr krossig, knusprig, knusperfrisch, aber nicht zu trocken. Der dezente Sojasauce-Geschmack mit etwas Nori-Flair macht einem einfach süchtig. Schmeckt einfach klasse und man will nicht mehr aufhören. Es ist häufig so bei den japanischen Snacks, dass nach dem Aufreißen der Tüte nochmal mehrere Tüten oder Beutel findet. Da sind die also Snacks oder Süßigkeiten nochmal verpackt. So auf den ersten Blick denkt man ja, oh Gott, sehr viel Plastik und können sie das nicht reduzieren, was soll das? Aber in der Regel ist es so, dass in Japan die Leute halt etwas weniger Snack essen. Ich meine, ihre Körper sind ja auch etwas kleiner. Ist halt so. Und die Feuchtigkeit der Luft, das spielt auch eine sehr große Rolle. Vor allem im Sommer oder so ab Juni, in der Regenzeit ist es so, dass, ja, wahrscheinlich könnt ihr euch das nicht so gut vorstellen, aber ganz Japan wäre so wie im Tropenhaus. Extrem feucht. Sprich, wenn man irgendwie sowas einmal geöffnet hat, muss man es entweder sofort aufessen oder wenige Stunden später sind sie alle feucht und nicht mehr genießbar. Sprich, wenn man nicht auf ist, wird der Rest einfach weggeschmissen. Um das zu verhindern, haben die Firmen halt dann den Inhalt nochmal verpackt. Weil bei Bakauke ist es ja auch so, dass sie davon ausgehen, dass man das nicht gleich komplett auf isst. Im Gegensatz zu kleinerer Tüte Chips zum Beispiel. Und kommt euch diese Form irgendwoher bekannt vor? Genau, im Jahr 2016 gab es einen Film, Arrival. Da sah das Raumschiff genauso aus, hatte dieselbe Form gehabt und das wurde im Japan viral über Twitter. Und daraufhin reagierte der Regisseur von dem Film und meinte, das Design vom Raumschiff basiert auf diesem Bakauke. Stimmt natürlich nicht, aber er hat so einen Witz gemacht und es gab tatsächlich einen offiziellen Collab-Poster. Also so sehr ist das in Japan bekannt, dass die Leute dann sofort, wenn sie so eine Form sehen, gleich am Bakauke denken. Und wer ein bisschen Japanisch kann, fragt sich ja schon, warum überhaupt sowas Bakauke heißt. Denn Baka gehört ja zu den Wörtern, was man relativ schnell lernt. Denn es ist ein Schimpfwort und steht für Idiot. Und warum soll ein Snack irgendwie einen Namen Idiot haben? Aber dieses Baka hat auch andere Bedeutung. Das kommt aus dem Dialekt aus der Präfektur Niigata und das bedeutet dann so viel wie heftig oder krass. Und ukeru heißt wörtlich empfangen, aber unter Umständen heißt es auch dann gut ankommen. Also wenn zum Beispiel irgendwas Witziges passiert, sagt man noch im Alltag ukeru. Das war cool, das war klasse, das war lustig. Also heißt es dann, diese Bakauke, krass witzig, krass cool, das wird krass genial empfangen. Deswegen heißt das Bakauke. Übrigens, das Wort Baka wird auch im japanischen Alltag ganz anders benutzt als Schimpfwort. Wenn man zum Beispiel sagt Baka mitaini, das heißt eigentlich sowas wie ein Idiot, wie ein Volltrottel. Klingt auch nicht schön, aber kommt dahinter ein Adjektiv, verändert sich der Sinn. Dann heißt es dann einfach so, wie zum Beispiel, sagen wir mal so, Baka mitaini hayai. Lächerlich schnell, also heißt dann so wie bei Niigata Bedeutung, krass schnell, heftig schnell, mega schnell. Und dieses Baka mitaini benutzt man sehr häufig im Alltag. Klingt vielleicht seltsam auf den ersten Blick, aber man sagt auch dann so Baka mitaini atama ga ii. Also er ist intelligent wie ein Idiot. Ist einfach nur so, ja, der ist einfach so unglaublich intelligent. Das heißt dann Baka mitaini. Und Baka mitaini tsuyoi wäre dann heftig stark, mega stark. Ist zwar nicht das schönste Wort, nicht der schönste Ausdruck, aber
Das hört man sehr häufig. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut merken, wenn etwas auf dem Schimpfwort basiert. Lernt man ja immer am schnellsten, wenn man eine neue Sprache lernt. Oder? Jedenfalls gehört Bakauke zu den Volkssnacks. Da gibt es auch dann ganz viele Collabs, wie zum Beispiel sowas mit Jujutsu Kaisen. Und was ist das Besondere? Nicht nur das Design, sondern da liegt auch eine Sammelkarte bei. Es gibt dann 20 verschiedene Motive. Mal schauen, ob ich dann Gojo Satoru erwische oder so. Mal schauen, was da drin ist. Ist dann natürlich alles random. Ist ja auch eine Sammelkarte. Um das zu vervollständigen, muss man wahrscheinlich theoretisch so 80 Verpackungen essen. Gar nicht mal so wenig. Oder halt tauschen mit jemandem. Gojo Satoru. Ja. Kurz vor dem Einsatz vom Muryo Kusho. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er sein Augenbinde abgenommen hat und sein wahres Gesicht gezeigt hat. Und natürlich bewiesen hat, dass er ein echter Ikemen ist. Ikemen ist ein gut aussehender Mann. Hört man auch sehr häufig in Japan. Ikemen. Da es sich hier aber um eine kleine Tüte handelt, der Inhalt ist ungefähr ein Viertel von der großen Tüte, gibt es auch keine extra Plastiktüte innen drin. Einmal aufmachen und schnell aufessen. Bei der Menge geht es. Jetzt geht's kurz weiter mit etwas, was uns allen bekannt ist. Chips. Nur mit Nori-Geschmack. Also schon wieder Nori, pulverisiert mit Salz. Das gehört zu den beliebtesten Sorte der japanischen Chipsbranche. Also bekannt ist die Norishio-Chips von Karubi oder die von Koikea. Sind minimal anders und ich kann auch nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Es ist einfach so eine Geschmackssache. Feinheiten. Hier in Deutschland kann man noch in einigen Asienmärkten solche Norishio-Chips kaufen, auch von Lays, L-A-Y-S geschrieben. Und ich glaube, sie kommen aus Thailand, diese Norishio-Sorte. Habe ich zumindest gesehen, auch die waren nicht schlecht. Aber ich persönlich fand die von Koikea besser. Die gibt es auch seit zig Jahren und die ist immer noch beliebt. Nur Koikea sagt auch nicht, okay, unsere Chips sind beliebt und da bleiben wir auch. Natürlich gibt es auch dann ein Upgrade. Das ist dann nicht nur normal Norishio, sondern hier Kami Norishio. Norishio Gottes. Göttliches Norishio. Mit überwältigendem Nori-Aroma und Geschmack. Dann kann es ja nur gut sein. Bei der Sorte handelt es sich um Nori-Mix. Also 3 Nori-Arten wurden perfekt harmonisch gemixt. Dazu kommt noch etwas Sesamöl und Peperoni rauf. Und noch nie wurde so viel Nori eingesetzt wie bei diesen Chips. Ich meine, man sieht ja auch hier drin, die Chips sind echt grün. So viel Nori hat man nirgends gesehen. Und die schmecken auch echt gut. Ist nicht so, dass ich sie dann jeden Tag essen will, aber sie gehört zu den Top Nori Chips. Auf der Rückseite steht auch noch drin, Koikea no Pride o Kaketa. Also hier geht es um den Stolz der Firma Koikea. Sie haben wirklich alles eingesetzt für diese Kami Norishio. Dann kann es ja nur gut sein. Gut gemacht, Koikea. Weiter so. Aber ich finde, ihr sollt auch nach Deutschland kommen. Ja, und da wir vorhin über die Menge Portion gesprochen haben, diese Chips hat nur 58 Gramm, glaube ich, in einem Beutel. Genau, 58 Gramm. Und das ist ja etwas kleiner als die gewöhnlichen Chips-Tüten in Deutschland. Und nun kommen wir zu einer weiteren Reiscracker-Sorte. Happitan. Auch das darf man nicht vergessen, wenn man über japanische Snacks redet. Also Happitan ist einfach so ein Reiscracker mit besonderem Pulver drumherum. Natürlich sind sie Kari-Kari und Saku-Saku. Das Besondere an Happitan ist das Happy Powder, das Happy Pulver. Ein Pulver, das leicht salzig süß ist. Ich meine, man sieht ja auch hier so einen Berg am Happy Pulver. Das ist halt ein weißes Pulver, was Menschen glücklich macht, wenn man das einnimmt, inhaliert, zu sich nimmt. Da das ja halt sehr beliebt ist und die Leute sehr gerne danach auch an den Finger gelutscht haben, um den Geschmack von Happy Pulver zu genießen. So Nachgeschmack wie nach dem Essen von Pommes quasi. Da lutschen ja auch einige Leute am Finger, weil salzig.
Und da kam die Firma Kameda Silka auf die Idee, das Happy Pulver um 150% aufzustocken. Es gibt auch noch eine Upgrade-Version, da heißt es dann Happy Powder 200%, also Happy Powder 200%. Nochmal 30% mehr als diese Variante. Da werden die Leute noch glücklicher durch dieses weiße Pulver. Klingt nach einem ominösen Geschäft. Irgendwie. Ist für meinen Geschmack etwas zu, ja, sauer. Mir gefällt das nicht so sehr. Ich mag Backauge mehr als Hapitan. Aber vielleicht seht ihr es ja anders. Das sieht so aus. Viele von euch kennen das bereits oder haben bestimmt schon mal gehört, aber in Japan gibt es ganz viele verschiedene KitKat-Sorten. Also die normalen KitKats sind ja so, also normale Schokolade oder Milchschokolade. Ich glaube, hier in Deutschland gibt es auch noch die weiße Schokolade. Also mittlerweile gibt es ja auch Variationen. Aber in Japan gibt es insgesamt so, ich glaube, 450 verschiedene Arten. Und das wird dann von Monat zu Monat mehr. Viele davon sind nur in Japan erhältlich und sind halt als Mitbringsel äußerst beliebt. Kann ich auch verstehen. Ich meine, die Matcha KitKats schmecken ja auch ganz gut. Aber man findet ja auch dann in verschiedenen Städten unterschiedliche KitKats, also die lokalen Spezialitäten. Das ist schon echt genial. Es gibt auch verschiedene Sorten, die nur zu bestimmten Anlässen angeboten werden. Zum Beispiel ist es hier so, dass eine Daruma-Figur abgebildet ist, aber ohne Augen. Was hat das zu bedeuten? Es geht darum, dass man halt die Wünsche erfüllt und wenn das Ziel erreicht ist, wenn der Wunsch erfüllt ist, dann malt man hier die Augen rein. Das ist quasi so ein Glücksbringer. Daruma auch beliebt als Mitbringsel oder als Geschenk. Und das haben sie auf der Verpackung abgebildet. Da ist noch ein kleines Wortspiel drin. Hier steht Yume Kitto Tomoni. Das heißt bestimmt zusammen zum Traum. Ist wahrscheinlich gemeint, dass diese Daruma-Figur oder die Person, die dieses KitKat-Tüte geschenkt hat, die Beschenkte halt zum Traum begleiten wird. Und dieses Wort Kitto, was bestimmt oder auf jeden Fall heißt, ist ja auch der erste Teil vom Namen KitKat. Und zum Schluss geht es um meine Lieblingssüßigkeit. Und zwar um den Black Thunder. Ja, schon wieder, aber diesmal eine ganz andere Verpackung. Eine Spezialverpackung für Halloween-Zeit. Und diesmal ist der Black Thunder auch so in kleinerer Riegelform. Bei dieser Black Thunder Sorte ist es so, dass der Inhalt natürlich wie gesagt kleiner ist. Aber hier auf der Rückseite findet man immer so ein Mini-Quiz oder so ein Minispielchen. In diesem Fall heißt es dann, welche der drei hat 3 Augen und einen Wuschel und eine grüne Farbe? Also A, B, C. Die richtige Antwort wäre dann B. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, geht es natürlich weiter mit einer weiteren Sorte Black Thunder. Diesmal heißt es dann, überraschendes 200% Schokogefühl. Ja, eine extrem vage Aussage. Was soll man sich unter Schokogefühl vorstellen? Kann man schlecht verstehen, aber wenn man es gegessen hat, ich meine, das ist ja auch so, dass nicht mal ein Riegel ist, sondern so ein kleiner Schokosnack. Das ist viel schokoladiger als die gewöhnlichen Black Thunder Sorte. Also man spürt echt das kräftige, starke Kakaoaroma mit Tiefe. Das 200% ist nicht gelogen. Als Abwechslung sehr schön. Und wenn ich schon mal 2 Black Thunder Sorten vorgestellt habe, geht es natürlich weiter mit der dritten. Black Thunder mit 150% Essgefühl. Ja, das ist dann einfach noch schwieriger zu deuten als Schokogefühl. Erstmal versteht man überhaupt nicht, was dieses Essgefühl sein soll. Aber es sieht dann so aus, dass diese Konsistenz etwas anders ist. Es ist viel härter, bissfester. Also man hat was zum Beißen. Das ist so der Unterschied. Und das Besondere bei dieser Sorte ist dann, hier steht auch drin, mit GABA. Das ist Gamma-Aminobuttersäure. Wozu ist das gut? Wenn man das vor dem Schlafen gegessen hat, kann man besser schlafen. Also vor dem Schlafen ruhig essen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. So, das war schon das zweite Video zum Thema japanische Snacks. Es gibt noch 30.500 verschiedene weitere Snacks.
Die werde ich auch dann weiter vorstellen, wenn ihr wollt. Ich denke mal, dass ich auf jeden Fall auch mal ein Video nur zu dem bizarrsten oder seltsamsten Snack machen werde. Einige von euch wollen ja natürlich wissen, wo man diese ganzen Snacks kaufen kann. Leider sind diese Snacks in Deutschland offiziell nicht erhältlich. Und es gibt auch so einen Service zum monatlichen Festpreis. Da bekommt man halt ein Paket zugeschickt mit random japanischen Snacks. Ist halt eine Glückssache, was man bekommt und ob man die mag. Aber jedenfalls kann man damit auch unterschiedliche Sachen probieren. Wenn ihr schon mal Erfahrung gesammelt habt und sowas probiert habt, schreibt doch gerne in das untere Kommentarfeld hinein. Oder Wünsche und Anregungen sind auch immer willkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir wie immer Daumen hoch und ein Abo hinterlasst. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne mit der Mitgliedschaft oder mit dem Merch-Shop unterstützen. Macht mich auch immer wieder froh. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Japanisch snacken ist doch ziemlich einfach, oder? Mata ne. Arigato.